Hallo meine Besten und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Endlich sind auch meine Geräte eingetroffen und wir werden diese Geräte natürlich auspacken. Den Anfang macht aber natürlich das Google Pixel 7 Pro in der schönen Farbe Hazel. Wir werden es in diesem Video auspacken, einrichten und dann auch den kurzen Vergleich zum Vorgänger, also dem 6 Pro ziehen, was Face Unlock angeht und auch den Fingerprint Sensor, ob der einfach schneller geworden ist im neuen Gerät. Also los! Lasst mich schnell die Abmessungen durchgeben. Das Pixel 7 Pro ist 162,9 mm hoch, 76,6 mm breit, 8,9 mm dick und wiegt 212 Gramm. Das Display ist 6,7 Zoll groß und besitzt eine QHD Plus Auflösung mit einer Pixeldichte von starken 512 ppi. Dabei kann es zwischen 10 und 120 Hz variieren, hat ein Seitenverhältnis von 19,5:9. Die maximale Helligkeit liegt bei 1500 Nit und das Ganze wird von Corning Gorilla Glass Victus geschützt, sowohl auf der Front als auch auf der Rückseite. Auf der Rückseite haben wir zum einen eine 50 Megapixel Weitwinkelkamera, eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 48 Megapixel Telekamera. Auf der rechten Seite befindet sich die Ein-Ausschalttaste sowie die Leiser-Lauter-Wippe. Beide Knöpfe wurden ein wenig nach unten verrückt und können besser erreicht werden. Auf der linken Seite ist der Einschub für die Nano-SIM. Als zweite Karte kann eine eSIM genutzt werden. Auf der Unterseite befindet sich ein Mikrofon, ein Lautsprecher sowie der USB Typ C 3.2 Gen 2 Port. Kommen wir zur Oberseite, dort ist die Antenne für 5G und Gott sei Dank wurde der besser designt. Ich meine, guckt euch mal den Unterschied zum Vorgänger Pixel 6 Pro an. Das Plastikelement zwischen dem Aluminium sah sowas von hässlich und fehl am Platz aus, da bin ich ziemlich froh über dieses Design. Das 7 Pro wirkt erwachsener und ausgereifter. Das gilt auch für den Kamerastreifen, der nun aus einem Guss Aluminium besteht und nicht aus mehreren Elementen wie Glas und Plastik sowie mit Trennlinien. Die Frontkamera löst mit 10,8 Megapixel aus und ermöglicht endlich Face Unlock. Die Einrichtung lasse ich im Schnelldurchlauf geschehen, denn zum Vorgänger oder auch zum Pixel 6a hat sich nichts geändert. Da könnt ihr gerne das Video zum 6a ansehen. Hier oben ein Link platziert. Die Einrichtung ist abgeschlossen, werfen wir einen Blick darauf, wie viel freier Speicher uns zur Verfügung steht. Das sind roundabout 113 GB, die wir belegen können. An Bloatware ist Gott sei Dank nichts vorhanden. Sehr gut Google, so muss das sein. Alle anderen Hersteller bitte kopieren. Okay, das Gerät installiert im Hintergrund fleißig Updates. Es sind über 40 Apps zu installieren. Und auch ein großes ist bereit zum Installieren. Ich lasse schnell alle Updates durchlaufen und wir sehen uns gleich wieder. Seht mal, was mir in der Zwischenzeit aufgefallen ist. Ab Werk ist die Ausschaltzeit des Displays auf 30 Sekunden gesetzt. Die Bildschirmauflösung wurde auf Full HD Plus reduziert und das Always-On-Display ist komplett ausgeschaltet. Hat Google das bewusst gemacht, um den Nutzer eine gute Akkulaufzeit zu bieten? Ist das etwa ein Anzeichen dafür, dass die Akkulaufzeit des 7 Pro nicht so gut ist, wenn alle Funktionen eingeschaltet sind? Wir werden es definitiv erfahren, es bleibt spannend. Kommen wir zum Vergleich des Fingerabdrucksensors. Ist er nun schneller als im Vorgänger? Wenn überhaupt, ist er nur
sehr, sehr geringfügig schneller. Es könnte aber auch daran liegen, dass meine Finger nicht perfekt zur gleichen Zeit aufliegen. Festhalten können wir definitiv, dass der Fingerprint-Sensor jedes Mal zuverlässig entsperrt und eventuell ein wenig schneller ist. Also für mich ist alles gut. Kommen wir zum Face Unlock. Wie funktioniert diese neue Funktion? Sehr gut, muss ich sagen. Ich bin weit weg vom Telefon und hinter der Kamera und dennoch hat es auf Anhieb geklappt, zweimal. Erster Eindruck ist also sehr gut. Und nun das Thema, das mich am meisten interessiert. Wirklich, glaubt mir. Wie hoch ist die Leistungssteigerung? Zum einen. Und vor allem, wird das 7 Pro genauso heiß wie das 6 Pro? Das hatte und hat leider noch immer ein Hitzeproblem. Ich meine, jetzt zur kalten Jahreszeit ist es ja nicht schlimm, da hat man einen Handwärmer, aber im Sommer gab es wirklich Tage, da habe ich das 6 Pro nicht mehr anfassen können und das habe ich gehasst. So, als erstes lassen wir Geekbench 5 laufen, um die CPU-Werte zu ermitteln. Krass, die Leistungssteigerung ist wirklich gering. Im Single-Core können wir ihn vernachlässigen und im Multicore ist das Ergebnis 12% besser. Jetzt 3D Mark, um das Hitzeproblem zu beurteilen. Das Ergebnis sieht vielversprechend aus. Der beste Durchlauf ist fast identisch, aber der niedrigste Durchlauf und auch die Stabilität ist um einiges besser beim 7 Pro. Sehr, sehr gut. Das heißt, es geht besser mit der Wärme um. Ich prüfe mal mit der Hand. Ja, das 7 Pro ist warm, aber das 6 Pro ist viel wärmer. Glaubt mir, vertraut mir bitte. Und das werden die Zahlen auch gleich bestätigen. Lasst uns runter scrollen. Da sehen wir es. Die Temperatur ist beim neuen 7 Pro 2 Grad kühler und das habe ich auch definitiv gespürt, wirklich. Es sind zwar nur 2 Grad, aber das spürt man. Und auch die Bildwiederholrate war mit Minimum 16 FPS höher als beim 6 Pro. Das sieht für mich erstmal wirklich gut und vielversprechend aus. Ich bin sehr auf die kommenden Tage mit dem 7 Pro gespannt. Bald gibt es mein Review dazu, doch erst gibt es das Unboxing und Einrichtungsvideo zum neuen Pixel Watch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund und bis gleich. Ciao.